Hallo liebe Vollzeitreisende und die es noch werden wollen. Wir werden des Öfteren gefragt, wie es sich mit unseren 4 Hunden im Ausland, besonders Rumänien, Bulgarien und Griechenland verhält, wenn man bedenkt, dass da sehr, sehr viele Straßenhunde unterwegs sind. Und genau diese Frage möchte ich in diesem Video einfach mal kurz beantworten. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Alex und Kati. Als sogenannte digitale Nomaden leben, reisen und arbeiten wir inzwischen seit knapp 4 Jahren dort, wo andere Urlaub machen. Immer dabei Lupa, Whisky, Heinz und Muck, unsere 4 Hunde. Und ab geht's ins Abenteuer Vollzeit-Vanlife. Wir beginnen mit Rumänien. Der Eindruck von Rumänien ist in dem Moment, wo man in das Land reinkommt, dass eigentlich überall an jedem Platz Straßenhunde irgendwo anzutreffen sind. Und es verhält sich mit den Straßenhunden so, dass sie durchaus eine gewisse Scheu vor den Menschen haben, aber gegenüber anderen Hunden durchaus auch ihre Grenzen aufzeigen können. Vor diesem Hintergrund ist es extrem wichtig, dass der eigene Hund entsprechende Kommunikationsskills hat. Bedeutet in erster Linie Hunde, die halt viel in der Stadt unterwegs sind, wenig Kontakt mit anderen Hunden haben, könnten da unter Umständen Schwierigkeiten bekommen. Wenn du mit dem Camper unterwegs bist in Rumänien, du wirst zwangsläufig an irgendeinem Platz, wo du stehst, mit Straßenhunden konfrontiert sein. Und wir haben tatsächlich in der ganzen Zeit, wo wir in Rumänien unterwegs waren, noch nie wirklich schlechte Erfahrungen mit Straßenhunden gemacht. Das liegt aber auch daran, dass unsere Hunde im Prinzip von klein auf mit fremden Hunden groß geworden sind und dadurch bestimmte Kommunikationsskills von Hunden untereinander sehr, sehr gut beherrschen und sich auch recht schnell von Straßenhunden, die einen bestimmten Platz für sich beanspruchen, die Grenzen aufzeigen lassen, aber natürlich zeigen unsere Hunde auch entsprechend die Grenzen auf und dadurch werden schon viele Konflikte von Straßenhunden und unseren Hunden automatisch durch die Kommunikation der Hunde untereinander vermieden. Nichtsdestotrotz hatten wir auch in Rumänien einen Zwischenfall, das war ein Familienbund von Straßenhunden, im Prinzip der Vaterhund, der Mutterhund und die Nachkömmlinge. Da war tatsächlich der Rüde relativ dominant, was dazu geführt hat, dass wir unsere Hunde, solange wir an diesem Platz standen, ins Auto genommen haben. Die Straßenhunde uns gegenüber war überhaupt kein Problem, die waren super zutraulich, die waren mega lieb, aber mit unseren Hunden kamen sie im Prinzip nicht ganz so gut zurecht, weil einfach da die Dominanzrollen nicht geklärt werden konnten und da wir das recht schnell gemerkt haben, haben wir auch entsprechend reagiert, unsere Hunde ins Wohnmobil und für die 2-3 Tage, wo wir da standen, hat das gut funktioniert. Gegenüber dem Menschen gibt es eigentlich aus unserer Erfahrung ziemlich wenig Problem, da die Straßenhunde in Rumänien eigentlich schon von klein auf gewohnt sind, Menschen eher aus dem Weg zu gehen, weil halt auch die Locals mit aufdringlichen Straßenhunden nicht zimperlich umgehen. Das sind die Hunde dort gewohnt und ansonsten muss man eigentlich keine Angst vor den Straßenhunden in Rumänien haben. Wenn man nicht möchte, dass man irgendwo steht und die Straßenhunde permanent zum Wohnmobil kommen, sollte man die Straßenhunde nicht direkt beim Wohnmobil füttern. Nichtsdestotrotz sollte man immer ein bisschen Futter für die Straßenhunde in Rumänien dabei haben. Die freuen sich da generell drüber, die freuen sich auch über eine Streicheleinheit. Grundlegend kann man den Straßenhunden aber auch gut signalisieren, dass sie einen bestimmten Radius einhalten sollen, so dass man seinen eigenen Hund vor das Wohnmobil macht und die Straßenhunde dann auch entsprechend Abstand halten. Wirklich gefährliche Situationen mit unseren 4 Hunden hatten wir in Rumänien nicht. Und das, was auch einige Reisende besorgt, sind speziell die Hunde von Schäfern. Da muss man sagen, ganz klar, diese Hunde haben grundlegend einen Job zu erfüllen. Das bedeutet, wenn der eigene Hund ungefragt in eine Schafsherde reinstürmt oder so, kann das natürlich nach hinten losgehen, ganz klar. Nichtsdestotrotz haben wir bis jetzt auch in Rumänien eigentlich immer nur sehr, sehr freundliche Hirten getroffen, die ihre Hunde super gut im Griff hatten. Das bedeutet, die können ihren Hunden auch signalisieren, jetzt ist eine Gefahrensituation oder jetzt müsst ihr euch zurücknehmen. Und wenn die sehen, da ist ein Touri mit seinen Hunden, dann wird der Schäfer mit Sicherheit nicht, es sei denn, es bedroht seine Schafsherde, mit Sicherheit den Hunden nicht den Befehl geben, die Hunde des Touristen zu attackieren. Nichtsdestotrotz sollte man auch als Wanderer oder zu Fuß immer darauf achten, dass man selber nicht irgendwie da in so eine Schafsherde reinläuft und damit im Prinzip die Hirtehunde auf sich aufmerksam macht und das in einer negativen Art und Weise. Ansonsten sind aus unserer Erfahrung auch die Hunde der Schafshirten oder Ziegenhirten äußerst entspannt. Wir hatten Begegnungen, da saß der Schafshirte bei uns vom Wohnmobil, wir haben ihm einen Kaffee gegeben, seine Hunde lagen in der Gegend rum, unsere Hunde sind da rumgesprungen, war alles kein Problem. Ich denke, es hat immer was mit dem eigenen Verhalten der eigenen Hunde zu tun. Wenn das nach hinten losgeht, dann unter Umständen deshalb, weil der eigene Hund ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Da sollte man im Vorfeld bei seinem eigenen Vierbeiner darauf achten, dass er geübt ist im Umgang mit anderen Hunden und da im Prinzip keine Fehlverhalten
Fehltritte vorkommen. Wir hatten des Weiteren eine Situation in Rumänien, ebenfalls ein Schafshirte. Der wollte seine Schafsherde durch seine Hunde beschützen lassen, was auch absolut legitim ist. Bedeutet, da war ein Fluss im Prinzip zwischen dem Platz, wo wir standen, und der Schafsherde bzw. dem Schäfer mit seinen Hunden. Die Hunde haben sich einmal durch Kommunikation klar gemacht, hier ist die rote Linie, sprich dieser kleine Fluss, der da durchging. Und unsere Hunde sind seitdem dann nicht mehr über diesen Fluss gegangen auf die andere Seite, da wo der Hirte mit seinen Schafen ist. Das funktioniert also, Kommunikation unter Hunden funktioniert gut. Man muss sie auch als Mensch entsprechend einschätzen können und man findet auch eigentlich, wenn man ein bisschen Gespür dafür hat, schnell heraus, das ist jetzt eine kritische Situation, kann dann eigentlich in der Regel auch früh genug handeln, um diese Situation zu entschärfen. Und ansonsten macht es auch manchmal Sinn, wenn die Hunde untereinander ein bisschen, natürlich nicht irgendwie gröber, austragen, wer jetzt hier das Sagen hat, weil das einfach die Hierarchie im Rudel mit sich bringt. Besonders wenn du mit deinem Hund irgendwo hinkommst, wo er relativ neu ist, macht es Sinn, dass sich die anderen Hunde, die da unter Umständen am Platz sind, an deinen Hund gewöhnen können. Des Weiteren sieht man halt öfters im Internet Videos, wo Rumänien-Reisende durch irgendeine Siedlung fahren und die Hunde dann bellend neben dem Auto herlaufen und dann so Aussagen getroffen werden, wie hier würde ich nicht zu Fuß durchgehen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, weil die Hunde nur durch das Auto im Prinzip getriggert werden. Grundlegend kannst du zu Fuß aus unserer Erfahrung heraus sorglos auch durch Straßenhunde durchlaufen, ohne dass die irgendwas machen. Wie gesagt, die sind in den meisten Fällen von klein auf gewohnt, dass sie den Menschen eher fernbleiben und da auch eher ein bisschen zurückhaltend sind, als aggressiv auf Menschen zuzugehen. Dann kommen wir als nächstes zu Bulgarien. In Bulgarien tatsächlich haben wir weitaus weniger Straßenhunde gesehen als in Rumänien. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Von Locals haben wir erfahren, dass in Bulgarien definitiv nicht zimperlich mit Straßenhunden umgegangen wird. Das erklärt, warum es vielleicht auch von der Population her weniger sind. Tatsächlich in beiden Ländern, Rumänien und Bulgarien, gibt es Initiativen, die sich darum kümmern, die Straßenhunde sterilisieren und kastrieren zu lassen. Das erkennt man, wenn man dann dort unterwegs ist, an der gelben Plakette im Ohr des Hundes. Wir hatten das selber auch in Bulgarien erlebt. Da wurde dann praktisch ein Hund mitgenommen, der war 1-2 Tage verschwunden, wurde kastriert, kam wieder, hatte diesen gelben Chip im Ohr. Und wir wussten dann, da hat sich jetzt eine Initiative drum gekümmert. Die haben den mitgenommen, sterilisiert und dann zurückgebracht. Zu den Kosten. In Bulgarien sind die Tierärzte wirklich spottbillig. In Rumänien sind sie auch sehr, sehr günstig. In beiden Ländern sind die Tierärzte sehr, sehr gut ausgebildet, auch für die eigenen Hunde. Wenn man da zum Tierarzt geht, in Rumänien sprechen tatsächlich viele Tierärzte Deutsch. Zudem hatten wir, wo wir in Bulgarien länger an einem Platz standen, einen Straßenhund gesichtet, dem es offensichtlich nicht so gut ging. Das bedeutet, der hatte eine Entzündung hinten am Schwanz und am Hinterlauf. Den Straßenhund haben wir dann versucht einzufangen und zu einem Tierarzt zu bringen. Ist uns auch gelungen. Dort haben wir ihn versorgen lassen. Der Schwanz wurde kopiert, weil es im Prinzip hinten am Schwanz schon so entzündet war und am Faulen war, dass der Schwanz unbedingt kopiert werden musste. Ansonsten hätte der Hund es nicht geschafft. Den Hund konnten wir dann Gott sei Dank in die Obhut von einer anderen deutschen Familie geben, die sich gut um ihn gekümmert hat. Aber für die Locals hat dieser Hund am Ende des Tages praktisch keine Rolle gespielt. Also es sind auch täglich viele Locals vorbeigefahren, aber es hat sich keiner drum gekümmert. Grundlegend kann man auch in Bulgarien sagen, dass die Tierärzte super ausgebildet sind. Wir haben unsere beiden Rüden da sterilisieren lassen. Auch das war völlig unkompliziert, wesentlich günstiger als in Deutschland und man bekommt logischerweise auch in Rumänien und in Bulgarien beim Tierarzt alle möglichen Medikamente, die man auch im Prinzip hier in Deutschland bekommen würde, ebenso Impfungen, im Prinzip alles, was der Vierbeiner braucht und das auf dem gleichen Level, würde ich sagen, wie bei einem deutschen Tierarzt. Die Situation mit Hirtehunden in Bulgarien kann ich tatsächlich nicht so viel zu sagen, da uns in Bulgarien tatsächlich nicht viele Schäfer begegnet sind. Wir waren aber in Bulgarien auch nicht in den Regionen, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt so eine typische Schafsherde-Region mit Wiesen und, sondern wir waren mehr an der Küste. Dennoch denke ich, dass es sich in Bulgarien mit den Hirtehunden ebenfalls so verhält wie in Rumänien. Bedeutet, der Hirte hat in der Regel seine Hunde gut im Griff und wenn Touris da sind, wird er nicht unbedingt versuchen, den Hund vom Touri zerlegen zu lassen. So, dann kommen wir zu Griechenland. Griechenland, die Situation mit den Straßenhunden ist einigermaßen vergleichbar mit Rumänien. Tatsächlich aber sind die Locals in Griechenland, besonders wenn das Touri-Regionen sind, ebenfalls nicht zimperlich mit den Hunden. Bedeutet, wenn die Hunde irgendwo in der Touri-Gegend sind und da stören, sind sie weg. Ansonsten gibt es in Griechenland zahlreiche Plätze, wo man auf Straßenhunde trifft. Auch da verhält es sich ähnlich wie in Rumänien. Die Hunde sind von klein auf gewöhnt, dass sie im Prinzip vom Mensch Abstand halten sollten, weil ansonsten auch mal ein Stein fliegt oder es irgendwie
irgendwie wehtut. Und von daher, das lernen die als Welpe und haben das im Normalfall drin und nähern sich dann auch eher vorsichtig. Und auch da die Kommunikation unter den eigenen Hunden und den Straßenhunden sehr wichtig und essentiell. Das bedeutet, die eigenen Hunde kommunizieren, das ist mein Revier hier, um das Wohnmobil zum Beispiel. Und die Straßenhunde kommunizieren, okay, und das hier ist mein Revier und da hast du auch nicht drüber zu laufen. Also das funktioniert in der Regel, wie gesagt, wenn euer Hund die Kommunikation unter Hunden einigermaßen beherrscht, funktioniert das eigentlich ziemlich reibungslos und problemlos. Hat auch nie zu irgendwelchen Zwischenfällen, weder in Rumänien, weder in Bulgarien, noch in Griechenland geführt. In Griechenland gibt es ebenfalls Herdenhunde, aber auch da nicht so weit verbreitet wie in Rumänien. Rumänien war wirklich das Land, wo wir die meisten Hirten mit ihren Hunden getroffen haben. Und diese Hunde sind, wie gesagt, während sie eine Herde beschützen, im Job. Und wenn da irgendjemand fremd eindringt, ganz klar ist ihre Aufgabe, diese Situation zu regeln. Von daher immer, wenn Herden in der Umgebung sind, einigermaßen darauf achten, dass der Hund nicht irgendwie ungelenkt in diese Herde reinflitzt und dafür Chaos sorgt. Das kann tatsächlich in diesen Fällen nach hinten losgehen. Ansonsten haben wir unsere Hunde im gesamten Ausland sehr viel freilaufen lassen, besonders auch in Griechenland, wo man darauf hinweisen muss, in allen 3 Ländern gibt es zum Teil, je nachdem wo man steht, dichte Wälder und natürlich ist auch die Wildtierpopulation relativ hoch. Das bedeutet, wenn ihr einen Hund habt, der gerne mal in den Wald verschwindet und dort irgendwelches Wild durch die Gegend jagt, dann solltet ihr ebenfalls den Hund vielleicht besser an der Leine lassen. Wir hatten zum Beispiel in Bulgarien, besonders abends, wenn die Sonne untergegangen ist, einiges an Goldschakalen um unsere Wohnmobile, die auch tatsächlich zu den Wohnmobilen gekommen sind und mal nach was Essbarem geschaut haben. Ansonsten jagen die eher irgendwie Insekten und kleinere Nager. Das heißt, eine wirkliche Gefahr für euren Vierbeiner besteht nicht. Allerdings sorgen die Hunde eigentlich zur Verdrängung der Goldschakale und von daher ist es einfach keine gute Kombination. Nehmt euch da einfach ein bisschen zurück. Muss nicht sein, dass im Prinzip euer eigener Vierbeiner die Wildtierpopulation im Ausland durcheinander bringt. Weiter zu Griechenland. Aus meiner Erfahrung heraus kümmern sich einige Leute in Griechenland wirklich gut um die Straßenhunde. Bedeutet, wir waren an einem Platz, wo tatsächlich eine Familie von weiter her mehrmals die Woche angereist ist, um die Hunde mit irgendwelchem Essen zu versorgen und da auch darauf geachtet hat, dass es den Hunden gut geht. Aber genauso gibt es in Griechenland tatsächlich auch die Menschen, die dafür sorgen, dass bestimmte Plätze wirklich komplett clean von Straßenhunden sind, wie auch immer sie das machen. Da sollte man dann auch ein bisschen drauf aufpassen, dass der eigene Hund nicht unter Umständen vergiftet wird oder dem eigenen Hund irgendwas Dummes zustößt. Auf die Frage, ist es denn jetzt sicher, wenn ich mit meinem eigenen Hund oder meinen eigenen Hunden nach Rumänien, Bulgarien, Griechenland fahre, wo sehr, sehr viele Straßenhunde unterwegs sind, kann ich tatsächlich aus unserer Erfahrung nur sagen, wir hatten keinerlei Probleme mit unseren 4 Hunden. Wir selber als Menschen sowieso nicht, weil wie gesagt, die Hunde in allen Ländern relativ zurückhaltend gegenüber den Menschen sind und unsere Hunde durch ihre eigene Kommunikation und das Verständnis der Kommunikation von anderen Hunden sich da sehr, sehr gut integrieren konnten. Nichtsdestotrotz bei den Hirtehunden immer ein bisschen aufpassen, ein bisschen Rücksicht walten lassen, so dass die Hunde nicht unkontrolliert in die Herde reinflitzen oder die Grenzen überschreiten und dadurch irgendwie in Trouble geraten. Ansonsten, die tierärztliche Versorgung im Ausland ist grandios, wesentlich günstiger als in Deutschland. Bedeutet, wenn du in diesen Ländern bist und hast irgendwas zu erledigen, wie eine Kastration, Sterilisation oder auch das Impfen unter Umständen, dann kannst du das ohne Bedenken und ohne Sorgen da erledigen lassen. Such dir einfach einen guten Tierarzt raus, im Idealfall der Englisch spricht oder sogar Deutsch spricht und du bekommst eigentlich eine Top-Versorgung in allen 3 Ländern. Bei den Kosten variiert es. Wie gesagt, Rumänien war ziemlich günstig, Bulgarien war tatsächlich noch günstiger und Griechenland war eigentlich auf dem Niveau wie Deutschland bei der ärztlichen Versorgung der Vierbeiner. Dennoch war die ärztliche Versorgung in allen 3 Ländern gleichwertig. Und dann natürlich ganz klar noch die Frage, die vielleicht auch viele stellen, wie verhält sich das mit Parasiten oder irgendwelchen Krankheiten, die Straßenhunde übertragen. Auch da hatten wir keine negativen Erfahrungen. Bedeutet, obwohl unsere Hunde relativ viel Umgang und auch Kontakt mit Straßenhunden hatten, gab es da eigentlich nie irgendwelche Zwischenfälle, wo wir gesagt hätten, wow, jetzt haben aber die Straßenhunde da irgendwelche Krankheiten an unsere Hunde übertragen. Das, was wir zum Schutz nehmen, vorher war es das Galibor. Wir haben dann in Bulgarien von einem Local, der seinen Hund sehr, sehr viel im Wald laufen lässt, ein anderes Halsband empfohlen bekommen. Das verlinke ich euch einfach mal unten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe mit diesem Halsband bessere Erfahrungen gemacht als mit dem Scalibor. Preislich, glaube ich, ist das sogar ein bisschen günstiger, ich glaube. Somit kann ich abschließend jedem nur sagen, wenn ihr vorhabt, in diese Länder mit eurem Vierbeiner zu reisen, habt keine Angst.
Traut eurem Hund auch ein bisschen was zu. Verhaltet euch nicht so, wie ihr das vielleicht hier in Deutschland beim Spaziergang tun würdet. Sprich, wenn andere Hunde kommen, nehmt euren Hund hoch oder zieht hinten an seiner Leine, sondern lasst ihn, wenn er die Kommunikation mit anderen Hunden beherrscht, das möglichst alleine regeln. Und dann denke ich, sollte das eigentlich kein Problem werden. Und wenn ihr merkt, okay, das schaukelt sich gerade ein bisschen auf oder so, versucht die Situation frühzeitig zu lösen. Nehmt euren Hund rein, wenn da sehr, sehr viele Straßenhunde unterwegs sind, die vielleicht mit eurem Hund nicht zurechtkommen. Und dann sucht euch einen anderen Platz. Wie gesagt, wir hatten in der ganzen Zeit, wo wir in diesen Ländern unterwegs waren, keine negativen Erfahrungen und können nur jedem empfehlen, es deswegen nicht sein zu lassen. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt auf euren Reisen mit Straßenhunden oder Hirtehunden, schreibt es gerne unten in die Kommentare, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, die Angst zu nehmen, nach Rumänien, Bulgarien oder Griechenland zu reisen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns definitiv im nächsten Video mit Sicherheit auch einem interessanten Inhalt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.